Und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute haben wir den BMW E81 118D, Baujahr 2010, 2 Liter Dieselmotor, 105 kW. Und warum er hier ist? Er ist hier, weil er folgende Motorsteuerlampe leuchtet. Und er hat sämtliche Fehler im Bereich Luftmassenmesser, Strom. Was hat er noch? Das war es, glaube ich. Also Luftmassenmessung, Luftsystem, Luft zu EGR, Massenstrom. Also sämtliche Fehler in diesem Bereich. Noch ein paar andere Fehler. Das Auto wurde auch mit diesem Fehler gekauft. Weil ich glaube, die Vorbesitzer sind auch nicht mehr weit gekommen damit, was die Ursache sein könnte. Und das Fahrzeug ist hier. Und hier in dem Video geht es eigentlich nur darum, wie wir den AGR-Kühler mit AGR-Ventil austauschen, weil ein sehr, sehr großes Indiz kann dafür sein, dass, wenn Luftmassenmesser abgespeichert ist, weil er abgespeichert wird, dass zu viel Abgase zurückgeführt werden und deswegen diese Fehler entstehen. So, wir tauschen ihn aber auch aus, weil er hat hier eine Klappe, eine Unterdruckdose und eine Klappe, die dafür da ist, mehr oder weniger Abgase durch den AGR-Kühler zu jagen. Sollte es eigentlich sein, ja. Weil die Abgase, die zurückgeführt werden in den Motor, sollen nicht heiß reinkommen, sondern sollen abgekühlt sein. Deswegen gibt es den AGR-Abgasrückführungskühler. Da ist auch ein AGR-Ventil mit dabei. Das AGR-Ventil, Abgasrückführungsventil, ist dafür da, die Abgase wieder, die quasi ja ausgestoßen werden sollen wieder zurückgeleitet in den Motor, sollen zurückgeleitet werden in den Motor, quasi in den Ansaug. So, und hier Motorcode BMW N47, bei dem wollen wir das Ganze einmal austauschen. Welche Besonderheit ist bei diesem AGR-Ventil? Kauft euch, wir wollten einen Originalen verbauen, das Problem ist, da kommt man auf so eine Warteliste, weil diese AGR-Ventile wegen einer Rückrufaktion bei BMW sehr, sehr gerne vergriffen sind, sehr schnell vergriffen sind. Und wir bis jetzt, glaube ich, jetzt schon 5 oder 6 Monate gewartet haben und es immer noch nichts passiert ist. Da kommt man einfach nicht dran an die Dinger im Moment. Vielleicht, wenn ihr das Video in 1, 2 Jahren euch anguckt, kommt man da besser dran. Aber ich habe mir sagen lassen, und in sehr vielen Foren wird gesagt, wenn man einen AGR-Ventil von Borg-Werner sich reinknallt, AGR-Ventil ist von Borg-Werner und der AGR-Kühler ist von Mahle. So, dann sollte es zu keinen Problemen führen, denn die AGR-Ventile, original von BMW, die produzieren das Ding ja nicht selber, sondern die kaufen das ja auch alles ein oder lassen sich beliefern. Und Borg-Werner ist der, habe ich mir sagen lassen, der Lieferant für die komplette BMW-Geschichte. Besonders jetzt hier in diesem Modellbereich. Schreibt mal bitte alles unten in die Kommentare, deswegen, er kostet preislich genauso viel wie der Originale, dann wird es wohl Sinn machen, dass das was damit zu tun hat. Deswegen macht euch da keinen günstigen Shit rein, sonst werdet ihr noch mehr Fehler bekommen, weil, was ist auch ab und zu passiert, Kunden bringen AGR-Ventile mit von x-beliebigen Firmen, nicht von Borg-Werner. Man baut die Dinger ein und plötzlich haben andere Sensoren, melden andere Sensoren einen Fehler. Ich weiß nicht mehr welche, aber plötzlich ist im Fehlerspeicher ein paar Fehler weg und ein paar neue dazugekommen. Warum? Weil die Elektronik von diesem AGR-Ventil passt nicht und zieht die Spannung runter, so dass die anderen Sensoren zu wenig Strom bekommen. Zum Beispiel, wenn der einen Kurzschluss hat, zu viel Strom verbraucht oder. Und dann bekommen andere Sensoren zu wenig Strom. Und dann sind ganz, ganz wilde Sachen. Deswegen holt euch nur vernünftige Sachen, besonders in diesem AGR-Ventil-Bereich. AGR-Ventil, Drallklappen, Differenzdrucksensoren, holt euch da PDCs, holt euch da keinen billigen Scheiß rein, sonst habt ihr da wirklich richtig lustige Sachen. Schreibt mal bitte alles zu dem Thema unten in die Kommentare, wer damit Erfahrung hat. Ich auf jeden Fall. Und deswegen,
bauen wir das Ganze jetzt um. Das ist so ein kleines Vorwort, damit ihr euch nicht... Wir können den unten mal verlinken, das AGR-Ventil oder den AGR-Kühler. Ja, ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längerem zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor. Wenn man ein vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITYAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So, hier sehen wir schon den ganzen Kollegen. Mal gucken, was für ein Luftmassenmesser hier drin ist. Ja, schon ab. Okay. Der Luftmassenmesser wurde übrigens schon gewechselt, der ist einer von Heller drin. So, diese Leitung ist meistens sehr porös, deswegen vorsichtig. Und wie ich sehe, ist ein AGR-Ventil von Waller drin. Okay. Jetzt machen wir unten die Schelle ab. Ach so, was ich vergessen hatte zu erwähnen, wir haben das System vorher abgedrückt, nicht, dass er irgendwo undicht ist, wegen der Luftmassenmessergeschichte. So, hier könnt ihr dann sehen, da ist einmal die Schelle, die einmal nach unten, die zum Turbo quasi hingeht. Und hier sitzt dann noch eine Schraube dran. Da. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, aber hier, da ist die Stange lose. Wahrscheinlich nicht, ne? Da, doch. Liegt da einfach nur rum. Dann holen wir das Ding mal raus. Der Schlauch sieht auch schon nicht mehr gut aus. Weiter geht es. Wir haben hier 2 Schrauben und wir haben da 2 Schrauben und dann kommt er eigentlich schon nach vorne raus. Die Einheit einmal abmachen. Umklappen. So, die Leitung abmachen von der Unterdruckdose. Die Stecker. Denn Kühlwasser geht hier über einen Stopfen mit dem Motorblock verbunden, hier und hier. Das
ziehen wir nachher einfach raus. Die Leitung müsst ihr noch nicht mal abmachen, wenn ihr die komplette Einheit wechselt. Das bedeutet die zwei Schrauben und dann das Ganze einmal. Ne, und hier an der Seite ist noch, oben ist noch eine. Aber das machen wir zusammen. Wir nehmen einen T45 und schrauben hier die zwei Schrauben ab, aber vorsichtig, die können sehr gerne abbrechen. Wir sind bombenfest. Das bedeutet, ein bisschen warm machen und nochmal probieren. Ich glaube, wir haben Glück. Also reißt die Dinger bloß nicht ab, sonst Arschkarte. Also entweder wurde da Schraubensicherung drauf geknallt. Wahrscheinlich ja. Da geht der Kühlwasser oder Abgas geht da eigentlich durch. Gut, gucken wir mal. Gewinde auf jeden Fall einmal durchschneiden und sehr, sehr viel hin und her. Reißt die bloß nicht ab. Ich denke mal, die untere wird genauso Mist sein. Ja. Dann haben wir das schon mal ab. Das Gewinde müssen wir auf jeden Fall neu nachschneiden. Dann einmal die andere Seite. Also hier befinden sich noch zwei Schrauben. Der sind schon, sieht nicht mehr nach Original aus. So, jetzt die eine Halterung noch mit einem 6er Imbus. Das ganze Kühlwasser. Ach, da liegen auch die anderen zwei Schrauben. Hat wahrscheinlich schon jemand, wollte schon jemand dran. Und den wahrscheinlich schon wechseln und hat die, weil ich mehr sehe, dass da keine zwei Originalschrauben sind. Da lagen die da einfach rum. Hat jemand wahrscheinlich versucht, hat die zwei abgeschraubt, hat gemerkt, dass das eine richtige schwierige Geschichte da wird mit den zwei Schrauben, hat es dann wahrscheinlich gelassen. So, hier könnt ihr sehen, wie die Verbindung ist. Und zwar, hier könnt ihr das einmal sehen. Hier sind solche kleinen Kunststoffverbindungen. Hier, deswegen vorsichtig, die können runterfallen. Die machen wir ab. Und jetzt können wir das Ganze wieder einbauen, das Ganze einmal sauber gemacht. Die beiden Stopfen rein. So, natürlich darauf aufpassen, dass die Dinger für die Kühlung, fürs Kühlwasser übereinander passen. Oh, wieso ist der krumm? Wieso ist der krumm?
alles ansetzen. Jetzt müssen wir gucken, die Schrauben mussten wir neu machen und auch Gewinde nachschneiden. Und jetzt müssen wir das Ganze hier einmal wieder ansetzen. Dann können wir das Ganze festmachen. Ja, hoffentlich hat er den gerade da reingedrückt. Die Geschichte hier oben. Und anschließend die Geschichte hier oben. Das war's. Und dann können wir die restliche Geschichte wieder zu Ende zusammenbauen. Magnetventil wieder hier rein. So, den Schlauch auf die Unterdruckdose. So, den Stecker auch wieder drauf. Und ja, anschließend wieder Luftfilterkasten, alles wieder rückwärts zusammenbauen. Ja Leute, und so kann das Ganze dann einmal aussehen. Natürlich ganz wichtig, Kühlsystem vernünftig entlüften. Am besten ideal mit so einem Koffer, wo ihr das Ganze per Unterdruck entlüften könnt. Das bedeutet, das Kühlsystem die komplette Luft wird rausgezogen und dann mit Kühlwasser befüllt. Haben wir schon separate Videos gemacht. Einfach Kühlsystem entlüften. VW und Mercedes haben wir schon 2 Videos gemacht und Opel glaube ich auch. Wenn wir es nicht vergessen, verlinken wir das Ganze unten in der Videobeschreibung. Warum ist es ganz wichtig, das Ganze
sofort zu entlüften, bevor ihr den startet, weil die Abgase sind in diesem AGR-Kühler viel schneller, bis das ganze Kühlwasser sich dort entlüftet hat. Es kann passieren, dass sich dort eine Luftblase bildet und er zu schnell warm wird und dadurch der AGR-Kühler wieder platzt oder reißt. Passiert sehr gerne bei VW, bei den 2 Litern und den 1,9ern. Deswegen ganz, ganz wichtig, weil ihr macht ja Kühlwasser rein, das bleibt ja meistens im Behälter oder in den Schläuchen erstmal. Das dauert ja, ihr schmeißt ihn an, bis das Kühlwasser sich verteilt, bis ihr wieder nachgekippt habt. Mit dem Koffer könnt ihr sofort unter Druck raus, Kühlwasser sofort rein, bevor ihr ihn startet und dann könnt ihr beruhigt starten und dann könnt ihr, ich weiß, er hat noch so eine Entlüftungsschraube, dann da entlüften. Deswegen nur vorsichtshalber. Also bei VW ganz, ganz wichtig, bei denen hatten wir jetzt seltener die Probleme, aber vorab, dass ihr einfach Bescheid wisst, der AGR-Kühler ist jetzt leer mit Kühlwasser, die Abgase schießen sofort dahin, weil ihr startet ihn, Abgase sind sofort da, Kühlwasser dauert ein bisschen. Deswegen. Ja, dann könnt ihr natürlich, wenn ihr auch dieses Luftmassenmesser-Problem habt, Luftmassenmesser kann zurückgesetzt werden, die leeren Werte davon und der AGR-Kühler, das AGR-Ventil auch. Ja, ganz, ganz wichtig und so sieht der alte halt aus. Und wir haben jetzt schon Fehler alles gelöscht, jetzt noch keine Probefahrt gemacht, Fehler ist weg und ich bin mir auch gar nicht mehr so sicher, ich glaube im Leerlauf sogar kam schon der Fehler, Luftmassenmesser und AGR-Ventil. Und ja, hier kann man sehen, dass der halt kaputt ist. Hier ist halt dieser Hebel für die Klappe, für, dass die Abgase durch den Kühler können oder nicht können. Der ist halt hier alles, das war alles fest und alles kaputt. Und wie man sehen konnte, die 2 Schrauben waren gar nicht geschraubt. Da hat jemand versucht, den zu wechseln und es nicht zu Ende gebracht, weil die Schrauben wahrscheinlich am Krümmer extrem fest waren. Wir haben dort 2 Gewinde nachgeschnitten, habt ihr gesehen, und 2 andere Schrauben reingeschraubt. Ja, jetzt natürlich noch die Probefahrt machen. Den Koffer verlinken wir natürlich auch unten, beziehungsweise der Shop von XXL Automotive ist unten und mit dem Rabattcode VIDJAWOLF könnt ihr Werkzeuge einkaufen und etwas Geld sparen, wenn ihr Bock drauf habt. Ja, ich weiß gar nicht, was werden wir hier noch verfilmen? Ich glaube, Automatikgetriebeöl werden wir noch machen. Bremssattel weiß ich nicht, ob wir ein Video zu machen. Ja, das sind so jetzt die kleinen Krankheiten, die jetzt noch dazukommen. Ja, ansonsten könnt ihr natürlich gerne Videovorschläge immer gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ja, also dieser AGR-Kühler, der ist wirklich sehr, sehr problematisch, den zu bekommen. Nochmal zu dem Thema und ja, weil die von der Rückrufaktion betroffen sind und BMW die erstmal bei sich alle verbaut, bevor es an Kunden rausgeht. So ist das. Ja, ich werde euch ein Fazit, falls der AGR-Kühler, AGR-Ventil doch nicht passt, die Marke schlecht ist oder sich da irgendwas ändert, unten in die Kommentare werde ich das Ganze anpinnen, dass wir da irgendwas geändert haben, weil es macht jetzt keinen Sinn, nochmal ein Video zu machen, wie wir den wechseln. Wir gucken mal. Deswegen schreibt alles unten in die Kommentare, wer so einen BMW N47 Motor hat, dass er auf dem besten Stand der Dinge ist. Ja, Luftfilter natürlich muss auch in Ordnung sein. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.